Salam alaikum, meine Lieben. Willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich meine Harira koche. Das ist eine marokkanische Suppe, die man meistens im Ramadan serviert, die man aber auch zu jeder anderen Zeit essen kann. Es ist eine sehr nahrhafte, gesunde und vor allem auch sättigende Suppe. Und ich liebe diese Suppe sehr, die schmeckt einfach richtig herrlich. Und deshalb möchte ich euch dieses leckere Rezept nicht vorenthalten. Theoretisch könnte man diese Suppe auch als vollständige Mahlzeit servieren, weil sie ebenso sättigend ist. Wir fangen damit an, indem wir zuallererst etwa 100 bis 200 Gramm gelbe Linsen in Wasser einweichen, also 2 bis 3 Stunden sollte man die schon einweichen, um die Phytinsäure daraus zu eliminieren und damit sie sich auch leichter kochen lässt später. Und ich mag auch diese gelben Linsen am liebsten. Dann werden wir jetzt etwa 200 Gramm Lammfleisch nehmen und das in ganz klitzekleine Würfelchen schneiden. Ich mag das Fleisch also am liebsten in dieser Suppe, wenn es so ganz klein geschnitten ist und wenn es hinterher ganz, ganz zart gekocht wird. Dann hat man bei jedem Haps praktisch ein Stück Fleisch im Mund und das finde ich so richtig lecker dabei. Ferner benötigen wir eine große gehackte Zwiebel, 5 bis 6 Knoblauchzehen, die wir gepresst haben und ein 1 cm großes Ingwerstück, welches wir gerieben haben. Das haben wir schon getan, das werde ich euch jetzt nicht hier zeigen extra. Wir braten jetzt in einem großen Drucktopf das Fleisch an und geben gleich danach auch schon Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer hinzu und braten dann alles vier meine ich, zusammen etwa 5 Minuten lang an. Nach diesen 5 Minuten werden wir dann auch schon die Gewürze hinzugeben. Dieses Video ist mir leider verloren gegangen, deswegen werde ich euch jetzt nur die Gewürze so zeigen hier. Wir fangen mit dem Gelbwurzelpulver, dem Kurkuma oben links an, dann kommt Pfeffer, dann Chili nach Geschmack, dann Kreuzkümmel, dann Koriander gemahlen, dann Ras el Hanout, das ist das arabische Gewürz, dann Safran eine Fingerspitze und in der Mitte Gemüsebrühe. Von allem etwa ein Teelöffel, außer von der Gemüsebrühe 2 Teelöffel, Chili nach Geschmack, ja und Safran eben nur die Fingerspitze, dann 1 bis 2 Teelöffel echter Zimt hier und dann 1 bis 3 Teelöffel Natursalz. Wir werden diese Gewürze kurz mit anbraten und dann geben wir eine ganze Packung passierte Tomaten hinzu, spülen diese Packung nochmal aus mit Wasser, ja, und geben dann nach und nach etwas Wasser noch hinzu, also insgesamt etwa 400 Milliliter Wasser werden wir insgesamt hinzugeben. Dann geben wir hier gefrorenen Koriander hinzu, also etwa so ein ganzes Bündel. Das werden wir erstmal auftauen, hier haben wir es jetzt aufgetaut und verrühren das gut. Der frische oder gefrorene Koriander gibt dem Ganzen nachher ein sehr leckeres Aroma. Ja, und dann bringen wir das Ganze jetzt mit geschlossenem Deckel zum Kochen und kochen das Fleisch etwa 15 Minuten im Drucktopf. Währenddessen werden wir jetzt schon mal hier 3 gehäufte Esslöffel Vollkornmehl in ein kleines Schüsselchen geben und das mit etwas Wasser, also etwa so 2 solche kleinen Gläser Wasser kommen dann nach und nach hinzu, gut verrühren. Vermischen, damit keine Klumpen entstehen, denn diese Mischung brauchen wir dann später nachher, um die Suppe zu binden und um sie ein bisschen dickflüssiger zu machen. Wichtig ist auch hier, dass man wieder Vollkornmehl nimmt anstelle von Weißmehl, weil das Weißmehl eben wirklich sehr schädlich für unseren Organismus ist. So, diese Mehlmischung ist jetzt fertig, die können wir dann später zur Suppe hinzugeben. Jetzt werden wir erstmal die eingeweichten Linsen gut unter dem Wasser abspülen, denn die kommen jetzt als nächstes in den Drucktopf hinzu, nachdem das Fleisch 15 Minuten gekocht hat. Dann werden wir die Linsen nochmal 10 Minuten mit geschlossenem Deckel im Drucktopf mit dem Fleisch zusammen kochen. Das haben wir hier jetzt schon getan. Das Fleisch ist jetzt ganz zart, denn es wurde insgesamt jetzt schon 25 Minuten gekocht und die Linsen 10 Minuten. Beides ist jetzt zart und weich. Und jetzt geben wir noch diese Suppennudeln hinzu, so ein kleines Schüsselchen, und lassen das Ganze noch mit offenem Deckel etwa 5 Minuten lang köcheln, denn die Nudeln brauchen nicht lange. Und dann geben wir auch die Mehlmischung hinzu. Das kommt alles jetzt hinzu, wird schön umgerührt und dann geben wir auch schon die Kichererbsen hinzu. Wir haben jetzt schon vorgekochte Kichererbsen, die wir hier hinzugeben. Die hatte ich vorher schon mal vorgekocht, die sind also schon fertig gekocht. Die müssen jetzt nur noch 2 bis 3 Minuten kurz mitköcheln, einfach damit sie den Geschmack von der Suppe aufnehmen und dann ist die ganze Suppe theoretisch auch schon fertig. Wir sehen, die hat jetzt eine sehr schöne dickflüssige Konsistenz bekommen. Die Nudeln sind auch schon fertig,
kocht jetzt. Und so sieht das Ganze jetzt schon aus, eigentlich schon richtig appetitlich, Mashallah. Und jetzt können wir das auch schon servieren. Wir geben jetzt 2 Schöpflöffel von dieser leckeren, dickflüssigen Harira auf einen Suppenteller. So sieht es dann aus. So kann man diese Suppe servieren. Und wie gesagt, könnte man die theoretisch jetzt als alleinige Mahlzeit verzehren, denn sie ist sehr sättigend und schmeckt richtig lecker. Man kann sie auch mit Datteln servieren. Ja, so sieht diese leckere Suppe aus. Ich liebe die Suppe sehr und die schmeckt halt mit dieser Gewürzkombination auch besonders lecker, wobei eben das Zimt nicht fehlen darf. Das muss unbedingt dabei sein. Ja, und meistens serviert man diese Suppe auch im Ramadan, aber man kann sie, wie gesagt, auch zu jeder anderen Zeit servieren. Dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Nachkochen dieser leckeren, gesunden Suppe. Und inshallah schmeckt sie euch genauso gut wie mir. Vergesst nicht Bismillah zu sagen und mir einen Daumen hoch zu geben, falls euch dieses Video gefallen haben sollte. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.